schön. Gut. Berlin war schon immer eine der wichtigsten Städte Europas. Ein Zentrum. Und Sie stehen hier in diesen Räumen quasi im Zentrum des Zentrums. Das Regierungsviertel liegt so nahe, dass Sie mit dem Bundeskanzler frühstücken können. Der Glanz des nächsten Jahrtausends lacht Ihnen sozusagen zum Fenster herein. Kommen Sie hier lang, bitte. Die Tapeten werden alle entfernt, die Wände werden frisch gespachtelt und neu verputzt. Ein wichtiger Tag für Berlin. Und Wannenbad, Waschtisch, WC und Sitz werden selbstverständlich erneuert. Ich darf Sie auf den sehr gut erhaltenen Schritt hinweisen. Bitte lassen Sie sich von dem jetzigen Zustand der Räume nicht abschrecken, sondern schließen Sie die Augen. Fotos und Stuhl gehören mir. Alles andere können Sie zu Brennholz machen. Sind meine Sachen alle da? Ja, ja, keine Panik, Frau Buß. Bin gleich da. So. Hübsches Röckchen. Letzter Blick. Am Anfang ist es immer ein Schock, Frau Buß. Aber das geht vorbei. Jetzt richten Sie sich erstmal häuslich ein und dann kommen Sie runter und sagen den anderen guten Tag. Spielen Sie gerne Romy, Frau Wust? Frau Wust? Wo ist sie denn hin? Frau Wust? Frau Wust? Daran heute die Medikamente mit Geld auszuteilen. Frau Wust? Wo wollen Sie denn hin, Frau Wust? Jetzt seien Sie doch vernünftig. Mittagspause ist jetzt beendet. Bleiben Sie doch mal stehen. Muss hier wieder raus. Wo wollen Sie denn hin, Frau Nee, Wust? ich Wo? bleib nicht stehen. Ich bleib hier. Seien Sie doch vernünftig. Wo wollen Sie hin? Frau Wust, wohin? Ilse? Ilse. Ja, also ich bin Ilse. Im November 43 saß ich mit meiner Freundin Felice in Beethovens 9. Seit 3 Wochen tobt die Luftschlacht um Berlin. Aber das Leben ist ja voller Widersprüche. Und so kam es, dass ich mich an diesem Abend nicht für den Krieg, sondern nur für Felice und ihr elegantes Parfüm interessierte. Ist da noch was? Ilse. Ich habe gesagt, dass ich heute nicht hüten kann, weil ich meinen kranken Vater pflegen muss. Ah, das sind Herr und Frau Wurst. Nein, Nein? nicht Herr Frost. Hübsch. Sehr hübsch.
Die finden wir doch jetzt nicht. Nein, ohne meine Brille gehe ich nicht. Frauen. Kaum begann der Alarm, war Felice auch schon weg, um die Wust, bei der ich mein Haushaltsjahr zu leisten hatte, von nahem zu sehen. Sie war entzückend. Ist das wahr? Aber ja, vielen Dank. Ernst! Ernst, hier! Ich trage sie ja praktisch nie, aber trotzdem. Vielen Dank. Komm. Bitte die Seitenausgänge nutzen. Ich wiederhole. Die Seitenausgänge nutzen. Ein bisschen schneller davon. Mach dir mal keine Hoffnung. Sie probiert's mit beinahe jedem. Am Ende bleibt sie doch bei ihrem Mann. Wunderschöne Augen. Ja, ganz besonders, wenn die HJ vorbeimarschiert. Felice Schragenheim. Fräulein Schragenheim. Ihr Vater war ein guter Arzt. Nehmen Sie sich in Acht. Sie haben heute Morgen die 50 besten Fotografen losgeschickt, um die schönsten Bauwerke zu fotografieren. Sie werden alles vernichten. Hier, für unsere englischen Freunde. Bist du verrückt? Was ist das? Die letzten Transportlisten aus Ungarn. Schmidtchen soll sie gleich fotografieren. Bis morgen. Felice. Du kennst kein Risiko mehr. Das ist nicht gut. Für keinen von uns. Niemand konnte sich so gut verstellen wie Felice. Sie arbeitete bei einem Nazi-Blatt, schrieb Unmengen Gedichte und ließ nichts aus, was so schöne, lange Locken wie zum Beispiel ich hatte. Manchmal dachte ich, Felice wäre viele Menschen. Und immer wenn man einen hat, wird man von einem anderen betrogen. Sie war wirklich schwer zu fassen. Und nur bei ihrer Großmutter war sie zahm. Sehen Sie sich das Zahm wie ein Lamm. Aaron, Sie haben ja ganz blaue Lippen. Kommen Sie, trinken Sie das. Das wird Ihnen gut tun. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Großmama! Warum folgt sie nicht? 10-mal habe ich ihr gesagt, bleib in der Kammer. Geh nicht auf die Straße. Komm nicht hierher. Großmama! Halb Berlin brennt. Willst du mir sagen, dass du wieder nicht im Keller warst? Setz dich. Warst du im Bett? Warst du im Konzert? Ich weiß nicht, was das damit zu tun hat. Dann sprich nicht über Gefahr. Nein! Ilse und ich waren nach dem Und Konzert nicht im mit vollem Mund! Entschuldigen Sie, Ilse. Aber Großmütter sind immer ein Problem, ich weiß. Als sie klein war, wollte sie rückwärts auf einem Schlitten über einen Felsen fahren. Stimmt doch, Felice, oder? Das war einmal. Und überhaupt war das die Idee von meiner Schwester. Und die lebt jetzt in England. Und du? Auf dem Mond, da kann mir nichts passieren. Ilse, warum sind die einen verrückt und die anderen nicht? Ich weiß nicht. Ilse, was ist mit ihrem Mann? Mit wem? Was ist mit wem? Mit ihrem Mann? Sie ist doch verlobt. Wie ist er? Wer ist er? Kann er sie ernähren?
Wie sieht der aus? Dunkel, groß, schwarz. Wann wird er sie wegbringen? Bald, Großmama. Sehr bald. Gnädige Frau, könnten wir den Rest von den Kartoffeln vielleicht? Ilse, Sie kümmern sich doch um sie. Ich habe heute Morgen so wunderhübsch von Ihnen geträumt. Und ich würde alles geben, Ihre zarten Hände und vielleicht auch Hals aufwärts. Hals aufwärts. Ein bisschen mehr. Zum Küssen. Na, Frau Schrader, alles noch dran? 41 Maschinen sind runter. Aber dafür ist mein Klo weg. Wie weit sind Sie mit meinem Leitartikel? Vor Ihnen auf dem Tisch. Schraderchen, was würde ich bloß ohne Sie tun? Circa 5000 Wohnungen in einer Nacht. In der Parteizentrale herrscht totales Chaos. Nur noch blanke Nerven. Das Volk da draußen wüsste, was da los ist. Jeder gegen jeden. Auch ein? Nein, danke. Aber Goebbels ist ein Ass. Gestern Abend sagte er, dass große Menschen eine Linie setzen. Und wenn sie mal weg sind, bleibt doch die Linie. Was sagen Sie dazu? Genial. Gut aufpassen. Bestimmt. Sie sind ja so schön. Ich habe heute Morgen so wunderschön von Ihnen geträumt. Und ich würde alles geben, Ihre zarten Hände und vielleicht auch Hals aufwärts ein bisschen mehr zu küssen. So tief wie eine Rose. Na, das ist ja wohl was, Ilse. Ich möchte nur noch allein mit Ihnen sein, Sie umarmen und immer wieder sagen: Bernd! Eberhard! Radiogebärde, Tierschau! Duftkopf, Tierschau, Tierschau, Tierschau! Gut, dann spiele ich nicht mehr mit und außerdem mache ich den Kletterkurs. Schluss! Aus! Ende! Waffenruhe! Und wenn ich noch einen Mucks höre, dann schicke ich euch zu den Menschenfressern. Nach Bayern. Verstanden? Mami, wer ist eigentlich der General? Stille! Ich möchte Sterne finden. Für dich und für mich. Soll ich das begründen? Ich liebe dich. Sie sind ja so schön. Jaguar. Also sowas habe ich ja... Das hat mir ja noch nie einer... Ich meine, mir hat noch gar keiner. Aber sowas Schönes, das hat mir ja noch überhaupt gar keiner geschrieben. Wer könnte das denn sein? Ernst? Was ist denn? Soll ich mal gucken, ob es Grieß gibt? Grieß? Jetzt? Ja, jetzt. Willst du mal was sehen? Hier, guck doch mal. Wie kommst du dazu, solche Briefe zu schreiben? War doch nur einer. Wie hat sie reagiert? Irgendwas Dramatisches? Erzähl doch mal. Ach, Ilse, das war doch nur ein Spaß. Reine Freude, gute Laune, mehr nicht. Und dass sie Juden riechen kann. Ist das auch ein Spaß? An jeder Bombe sind die Juden schuld. Ist das auch ein Spaß? Hat sie das wirklich gesagt? Mhm, heute Morgen. Trifft sich ja gut. Warum? Weil ich mich mit ihr verabredet habe. Du hast was? Vielleicht kann sie es ja wirklich. Was? Juden riechen. Felice, gibt's eigentlich irgendwas, was dich mal bremst? Oh ja, eine ganze Menge. Was hast denn da?
Oh nein. Thüringer? Meine geliebte Thüringer. Ist die echt? Ja, aus der Redaktion. Das für dich? Und der Rest geht an Großmama und deine Eltern. Bis später. Gott, oh Gott, Ilse, in 5 Minuten ist er hier. Wo hab ich denn, Ilse, wo hab ich denn meine Brille? Ilse. Da. Wo denn? Drüben. Oh Gott, ich bin so nervös. Mein Gott. Bin ich nervös. Ilse. Ilse, sehe ich eigentlich ganz gut aus. Na, gut wie immer. Gut wie immer. Eberhard, seid ihr wahnsinnig? Vor 10 Minuten habe ich hier aufgeräumt. Vor 10 Minuten. Bernd, nimm deine Soldaten. Wo sind die Schuhe? Die habe ich an. Ja, also runter vom Sofa. Raus mit dir jetzt. Eberhard, zieh dir die Schuhe an. Wir spielen noch gerade. Ja, raus mit dir. Na komm. Ilse! Ja. Oh nein. Oh nein. Wer war das? Wer war das? Ich nicht. Ich auch nicht. Ich Das auch ist ein Geschenk von Günther. Der bringt mich um. Uns alle. Naja, auch egal. Ah, Schuhe, Mantel und raus! Aber nicht wieder ins Zoo. Doch. Komm. Halt! Wem gehört der? Mir. Hier, kannst du draußen anziehen. Bis bald, mein Kleiner. Viel Spaß. Hopp raus mit euch. Hopp. Kuss, mein Schatz, Kuss. Du auch. Und hopp, flott. Immer wenn ihr Verehrer kam, schleuderte die Wust wie ein Backfisch herum. Sie putzte und schrubbte den ganzen Tag, damit nichts, aber auch nichts die zarten Stunden stören sollte. Heillos romantisch, wie sie nun mal war, dachte sie, Felices Brief wäre von ihm. Und so fieberte sie auf den Augenblick, wo sie ihm alles, wirklich alles, aber vor allem ihr hungriges Herz zu Füßen legen konnte. So viel Mühe für einen Mann, das war mir ein Rätsel. Ich will Ihnen noch etwas sagen. Ich verstehe nicht, worum es geht. Tag, Frau Jäger. Und es redet nur vom Fressen. Wir haben dies nicht und wir haben, Ja, Frau Jäger? wir haben das nicht. Es wird den anderen besser gehen. Ah, du Räuber! Ein Littler! Liebst du mich? Sag, liebst du mich? Schau mal her. Schau mal her. Ist das ein Baum? Ist das ein Baum? Prinzessin, ist das ein Baum? Das gibt's nicht. Wer ist denn das? Dein Mann? Das ist mein Vater. Und meine Mutter. Was? Wohin? Sie hat Balkon. Nein. Und ich küsse dann sehr galant eine kleine Was ist denn los mit dir? Bist du krank? Krank? Ja. Das heißt nicht. Ich wollte gerade gehen. Wo sind die Kinder? Die Kinder? Die Kinder sind im Zoo. Schon wieder? Da waren sie doch erst letzte Woche. Und vorletzte. Ja. Ist Günther da? Nee. Ach so, das hat er da gelassen. Ich meine, vergessen, liegen lassen. Ich wusste gar nicht, dass er kommt. Ich auch nicht. Hauptsache weg, das Drecksgequatsche von Wunderwaffe und Endsieg. Kann er an der Front erzählen, wo kein Schwein weiß, was los Nun ist. hör endlich mal auf. Wenn einer dauernd von Politik war, so bist du das. 8500 Tonnen Sprengkraft in 2 Wochen. Und das wird so lange weitergehen, bis das ganze Gesocks verschwunden ist. Sprechen Sie von deutschen Soldaten? Wer ist das? Ja, also. Das ist. Hauptmann Ernst Biermösel. Hast du das mitgekriegt, Lilly? Wir da draußen haben keine Ahnung, was los ist. Und hier steht die Lösung. Sie und Ihr Stammtisch. Sie wissen Bescheid, hm? Können Sie mir trotzdem sagen, was Sie im Schlafzimmer meiner Tochter machen? Schwörblatteln. Ich
Zeig dich an. Was sagst du jetzt? Nix mehr. Jetzt siehst du dann tot, gell? Wie dein Schwiegersohn. Wo geht's raus? Das war ein bisschen viel, was? Wieso viel? Wieso? Das ist doch nicht dein Ernst. Menschen wie euch jetzt nicht mehr lang geben. Ja, aber du. Du. Geh! Lilly! Warum hältst du nicht einfach mal den Mund? Lilly, wo will sie denn hin? Wohin du? Zum Zoo! Meine Kinder holen! Weiß ich wenigstens, wofür ich gut bin. Heil Hitler. Der Feind setzt den Luftterror auf die deutsche Zivilbevölkerung rücksichtslos auf. Jeder einzelne beruflich oder sonstig Gründen verbleibt der Insel in weniger gefährdete Gebiete der Gift. Noch nicht mal Hitler und seine Blutsäufer schafften es, Felice von ihren alten Gewohnheiten abzubringen. Sie verabredete sich am liebsten im Hotel am Zoo, wo so viel SS und Militär herumlief, dass sich die Rassenfrage von selbst erledigte. Das war Berlin-Kur. Draußen wurde gestorben und hier spielte die Musik dazu. Wenn Sie gestatten, möchte ich Sie gerne im Namen meines Freundes, Oberleutnant van Deken, zu einer Flasche Wein einladen. Wein? Wie haben Sie das denn gemacht? Ihr Gut verkauft? Man hat seine Wege. Dürfen wir? Es wird für Sie keinerlei Folgen haben. Schade. War nur ein Witz. Für die meisten von uns geht's heute zurück. In 2 Stunden. Darf ich ein Ja mitnehmen? Aber nur, wenn Sie an Ihrem Tisch bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank. Ist gut, mein Zicklein, ist gut. Sind nur die Nerven dort. Es dauert nicht mehr lange. Ich weiß das. Vielleicht gehst du dich ein bisschen frisch machen. Hm? Geh mit, Klärchen, geh mit. Sag mal, bist du verrückt, wenn die Senna reinkommt? Ich schlafe auf Stühlen, auf Sofas, in irgendwelchen Ecken, überall. Wo du willst. Aber ich darf nicht riechen, verstehst du? Ich brauch irgendwas Sauberes. Was Sauberes. Oh, sag mal, musst du uns so erschrecken? Sag mal, geht's noch lauter? Hier, wo ist denn Felice verdammt normal? Was ist los? Okay, das muss alles zu Schmidtchen. Stempel, 5 Pässe. Blanko-Ausweise vom Roten Kreuz, hier. Bis wann? Sofort. Haben Sie was bemerkt? Sag mal. Guten Abend. Das wird gleich besser. Bestimmt. Was fehlt dir denn? Hunger? Hast wohl heute kein Frühstück gehabt, Mädchen. Ich verstehe nicht, was Sie meinen.
Ich meine, dass sie wie ein Mädchen aussieht, das sich ein paar Lebensmittelmarken kaufen sollte. Wir wissen nicht, wovon Sie sprechen. Wie viel? Aha, wir können auch freundlich sein. Was seid ihr, Juden? Sie ist Jüdin. Und Sie auch. Wenn Sie uns bitte etwas verkaufen würden. Falsches Stück. Wie viel? 200. Das ist viel zu viel. Schnell. Heil Hitler! Aufregende Zeiten, was? Mama, ich hab ganz viele Schiffchen gebaut. Ist ja nett, dass Sie auch schon kommen. Halt die Klappe. Auf zu Deutsch. Das ehrlichste Volk der Welt. Ihr werdet euch alle vernichten. Ilse, komm, setz dich. Los. Auf die Mädchen. Oh nein, ich glaube, es ist Zeit zu gehen. Wieso denn? Wenn wir schon nicht ins Theater dürfen, können wir doch wenigstens Frau Wüst genießen. Entschuldigen Sie, Frau Wust, wir waren im Zoo und jetzt habe ich noch schnell ein paar Freundinnen. Ich wusste gar nicht, dass Sie sich kennen. Aber ja, Ilse hat uns schon zu viel von Ihnen erzählt. Von mir? Was gibt's denn da schon groß zu erzählen? Zum Beispiel, dass Sie das Mutterkreuz in Silber haben. Bronze. Oh. Und dass Ihre Kinder so gerne in den Zoo gehen. Und dass Sie eine besonders gute Nase haben. Frau Wust, können Sie mir sagen, wonach ich rieche? Gut. Riecht irgendwie... Ist das Französisch? Bravo! Es ist besser, ich gehe jetzt. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie irgendwo unterbrochen habe. Bleiben ruhig, ich nehme die Kinder mit nach Hause. Wir kommen mit. Zu mir? Ja. Alle? Frau Wust, wir werden Sie kein bisschen stören. Ilse hat so von Ihnen geschwärmt. Und Klärchen, und sag's doch. Vor Frau Wust brauchst du dich doch nicht schämen. Meiner Freundin ist nämlich ein furchtbares Missgeschick passiert und sie braucht dringend ein Bad. Ist doch nicht so schlimm. Kann uns allen mal passieren. Ja. Siehst du? Herr Ober? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum wir uns gerade heute im Hotel getroffen haben. Und warum die Wust gerade an diesem Tag ihre Kinder besucht hat. Aber wer hat schon eine Ahnung? Ich meine wirklich Ahnung davon, was zwei Menschen aufeinander zutreibt. Vielen Dank. 3-mal sollte ich Sie schon aufs Land schicken, aber ich schaffe es einfach nicht. Wo ist Ihr Mann? Ostfreund. Denken Sie viel an ihn? Oh ja, eigentlich immer. Alle guten Männer sind weg. Wenn man einen hat, muss man ihn gut festhalten. Das sagt Günther auch. Reine Eifersucht. Er will nur verhindern, dass Sie so einen billigen jungen Mann mit Invalidenausweis zu sich nach Hause schleppen. Sie wissen Bescheid, was? Felice! Frau Wust, hier! Ihr nehmt uns mit! Sie müssen jetzt gehen, Felice.
ist sehr wichtig. Jetzt. Lassen Sie uns mal gehen. Sie frieren ja. Obi. Schön, dass ihr noch hier seid. Also, das ist Lotte. Klärchen, guten Tag. An diesem Abend begriff ich, dass Felices Brief keineswegs nur ein Scherz und gute Laune war. Vater Wust lud ein paar Nachbarn ein und griff in die Tasten. Nach einer Weile brachten er und Felice Lili dazu, ein Lied zu singen. Sie stand nur da und sang. Aber in Wirklichkeit passierte etwas anderes. Sie nahm mir Felice. Von Augenblick zu Augenblick mehr. Jetzt ist aber Schluss. Ilse, war ja hochdramatisch, eindrucksvoll, diese Tonlage. Wir waren dumm und nicht sie. Vor allem wir. Ilse, wir sind auf einer Straße. Ich bin auf einer Straße und du, nicht wir. Du feierst mit ihr Silvester, nicht wir. Oder möchtest du, dass ich euch vorher noch das Bett mache? Übung habe ich ja, bin ja dienstverpflichtet. Ilse, ich wollte dich nicht verletzen. Du musst dich nicht entschuldigen. Sie tut dir gut, Felice. Sie kann das, was wir alle nicht können. Von mir lässt du dich verstecken, mit ihr denkst du an die Liebe. Hauptsache, du fühlst dich wieder wohl. Tust du doch, oder? Ich hasse dich. Was hat sie, was ich nicht habe? Nichts, absolut nichts. Sie ist nicht besser und nicht schlechter als jede von uns. Wie kannst du das sagen? Wie kannst du sowas sagen? Hat sie ihr Leben riskiert? Glaubst du, sie würde lügen und stehlen und kämpfen für dich? Glaubst du das? Glaubst du, ihre Eltern würden das tun, was mein Vater riskiert? Sie weiß noch nicht mal, was es heißt, wenn man da liegt und lauscht auf jeden Idioten, der durchs Treppenhaus geht. Aber du weißt es, Felice. Und deswegen finde ich dein Verhalten zum Kotzen. Dann schick mir doch eine Rechnung. Entschuldige. Wieso denn? Du hast ja recht. Gott hat die Welt erschaffen, nicht du, Felice. Das hat mein Vater immer zu mir gesagt. Meine Schwester, meine Mutter. Bei Felice Spind waren sich immer alle einig. Und weißt du warum? Weil es für mich nichts Selbstverständliches gibt. Kein Gott. Kein Wagen, der mich abholt. Keine Ilse, die mir hilft. Und keinen Dank, den ich ihr jeden Tag dafür aussprechen muss. Du bist was ganz Besonderes, Ilse. Aber das bin ich nicht. Ich bin undankbar und geltungsbedürftig und alles, was du willst.
Aber mach mich nicht zu einem Opfer. Denn es ist mein gottverdammtes, kleines, mittelmäßiges Recht, frei zu sein. Solange ich kann. Das wäre schon gut. Nein, das ist nicht. Du verurteilst die Wust. Weil sie keine Meinung hat? Ist das schon ein Verbrechen? Was hat sie dir denn getan? Mit 20 geheiratet? 4 Kinder gekriegt? Ist das das Problem? Oder sind sie ihre Liebhaber? Er macht rum und sie soll leiden, was, Ilse? Nee. Du weißt doch gar nichts von der. Aber vielleicht versteht die viel mehr von Menschen und vom Tod und vom Leben, als du es gerne hättest. Ich habe dir meine Freundschaft gegeben, Ilse. Und meine Liebe. Und mehr habe ich nicht. Wer liebt hier wen? Was? Mein Vater war ja eigentlich Kommunist und ein hilfsbereiter Mensch. Felice fragte ihn ganz höflich, ob er noch nie was von Sappho gehört hatte. Da schaute er wie der ganze Kreml auf einmal und setzte sie raus. Mein Gott, wie seht ihr denn aus? Mein Vater hat sie rausgeworfen. Na, bravo. Sie zieht jetzt zu Frau Wust. Klappe. Wieso denn? Wäre doch gut, bei einer Mitläuferin schöpft keiner Verdacht. Eifersüchtig? Wieso denn eifersüchtig? Sie knabbert doch die ganze Zeit an dir rum. Ich sollte eifersüchtig sein, nicht sie. Und, bist du's? Nein. Siehst du, ihr ist es egal. Was immer man tut, ihr ist es egal. Na, auch schon da? Entschuldigung, aber mein Liebster verabschiedet sich immer so, als ob wir uns zum letzten Mal sehen. Lotte und ihre Männer. Jetzt fang bloß nicht damit an. Sag mal, Schmidtchen, wie soll man denn bei sowas in Stimmung kommen? Ach, das ist euch doch noch nie schwer gefallen. Hier, damit will ich nichts zu tun haben. Zieht euch an. Aber wieso? Wieso denn? Bisher hat doch immer alles perfekt. 3 Minuten und raus. Stefan, ich habe 5 Leute, die sofort weg Ich müssen. habe euch immer gesagt, klaut sie, wo ihr wollt, aber keine Ausweise von staatlichen Stellen. Rotes Kreuz. Bitte. Vier Wochen. In 4 Wochen können wir alle schon tot sein. Das ist sehr gut möglich. Ich will diesmal mehr von der Dicken sehen. Unsere Kameraden an der Front haben gerne was zum Festhalten. Wer ist hier dick? Frag mal. Was meint denn der mit festhalten? Festhalten heißt festhalten. Was meinst du, was die Soldaten mit den Bildern machen? Gucken sich die an. Sehr gut. Und dann? Hängen sich die an die Wand. Ja. Und dann? Dann gucken sie sich die noch mal an. Sag mal, tut die nur so? Nee, ich glaube, die ist so doof. Ja. Bajo la luz solar de un cielo tropical, sufriendo vive con el dolor que le da la vida feliz de un negro que perdió su libertad y su Dios, sin el cariño que su destino le robó. Ich muss zur Redaktion. Wo bleibt ihr denn? Wir sind ja schon da. Lotte. Ja, ja, geht schon mal vor. Nächste Woche, ja? Versprochen. Wiedersehen. Luder. Wieso denn? Der Redaktionskeller ist hervorragend. Es gibt Liegen, Bettzeug, manchmal sogar frische Milch. Ich sage einfach, ich bin ausgebombt. Und dann habe ich mich vorgebeugt, so dicht an ihre dämliche Visage. Und habe gesagt, bitte, wenn sie sich unbedingt ein Kleid für 400 Mark kaufen will, soll sie es doch tun, ist doch ihre Sache. Immerhin ist ihre halbe Villa abgebrannt. Mitten in Dahlem geht sowas runter. Mein Vater hat gesagt, sie kann jederzeit bei uns baden. Gnädige Frau, Ja? könnten wir Ihre Papiere sehen? Was tun Sie? Was tun Sie? Reden. Ich hab ihn doch, ganz sicher. Wo kommen Sie denn her?
hatte ihn hier in der Tasche. Er war hier drin. Ihr Name? Wie heißen Sie? Ich gehe zurück. Geh weiter, geh weiter. Nicht umdrehen. Wie heißen Sie? Stehen bleiben! Wieso bringen Sie Patrick? Stehen! Zu mir. Weg! Denn erst jetzt, wo der jüdische Zerstörungswahn der Luftpiraten seine hässliche Fratze zeigt, haben auch die schwachen und feigen Elemente unter uns begriffen, dass der Nationalsozialismus die größte und einzige Rettungsmöglichkeit unseres Volkes ist. Die Welt kann spotten, sie wird erzittern, wenn sie begreift, zu welchen Taten, zu welcher Größe dieses Volk fähig ist. Niederrhein. Ja. Ja, das ist es. Ihr Kopf. Sie haben mich immer gefragt, woher Sie stammen. Da. Trinken Sie. Nein, danke. Na los. Trinken Sie. Hier sind Sie ganz sicher. Hören Sie zu, Frau Schrader. Wir machen einen Pakt. Sie vergessen Ihre zerbombte Wohnung und alles. Und ich erzähle niemandem, dass Sie das schönste Lächeln der Welt haben. Ich habe mich so oft gefragt, was in Ihnen vorgeht. Ich habe keine Antwort gefunden. Aber ich weiß, eines Tages werden Sie sie geben. Ja, bitte? Boost? Hallo? Hallo? Wer ist denn da? Hallo? 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 Günther? Günther? Bin ein schlimmer Bursche, Lilly. Ist nicht ganz leicht, ich weiß. Aber es ist meine Wohnung, meine Pfeife, meine Frau, meine Kinder. Ich bin zu Hause, verstehst du? Zu Hause! Ich will dir und deinen Händen auf dem Bogen der Nacht alles Liebe senden, was ich je gedacht. Und wer mir auch früher gefallen, ich spüre, seit es dich gibt, vielleicht habe ich in allen nur dich geliebt. Nur dich geliebt.
geht die Nacht zu Ende. Allein. Doch ich denke an deine Hände. Und schließlich schlafe ich ein. Das haben wir in Ihren Sachen gefunden. Kein Name, kein Hinweis, nichts bekannt. Referat 4c zur Auswertung. Irgendwas passiert immer. Berlin war am Ende. Tod und Vernichtung. Überall. Obwohl wir mit den Nerven völlig runter waren, wollten wir wie alle Berliner Silvester feiern. Der Vize schaffte es nicht nur sich, sondern Erikas gesammelten Frisiersalon bei der ahnungslosen Wust einzuladen. Wie dieser widerliche, kleine, schwitzende Leutnant. Extrem verwünscht. An unserer schönen Marlene, wie an einem Stück Wurst herumkaut. Immer noch besser als Rühmann. Rühmann. Ich brech die Herzen der stolzesten Frauen, weil ich so winzig und so gierig und so leidenschaftlich bin. War ja klar. Nur keine Gelegenheit verpassen, was? Haben Sie sehr erschreckt? Oh nein, Sie waren ganz... Ganz was? Ich möchte gerne gehen. Bitte. Fahrscheine bitte. Habe ich Sie enttäuscht? Wäre es Ihnen lieber, wenn wir die Feier absagen? Nein. Ich freue mich. Hier, wirklich. Immer voran, meine Damen. Das hier ist kein Franzose, kein Schrotternehmer Italiener. Das ist meine gute deutsche Hagebutte. Selbstgebrannt und äußerst wirkungsvoll. Wenn Churchill glaubt, er kann uns, dann kann er nicht. Beim Tanzen schon ja nicht. Mensch, hör auf mit dem Gequassel, setz da hin. Mein J. Hilde, bist du mit drin? Komm, setz da hin. Meine Herren, hier ist ja der Teufel los. Der Großdeutsche Rundfunk mit allen seinen Sendern. Das neue Jahr wird eingeläutet. Wer ist das alles so? Es ist 0 Uhr. Freundin. Das sind Freundinnen. Frohes Neues. Gib mal einer an. Sag mal, Süßer, ist das der Gatte? Das ist ein neues Liebling. Mensch, wenn das kein Silvester ist. Frohes Neues! Ich bin hier sozusagen der Gastgeber. Frau Jäger, darf ich bitten?
azul sensual. Ya llegó el amor. Ihr Leben ist schön, Felice. Ay, 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 Sie sind frei. dulce es mi cantar, oh rumba azul, madame. Wo sind Ihre Eltern? Ilusión azul. Tot? Oh Gott, entschuldigen Sie. Gottes Willen. Entschuldigen Sie bitte, das tut mir leid. Oh Gott. Es tut mir leid. Entschuldigen Sie. Also, wenn Sie einen Menschen sehen wollen, der immer das Falsche tut. Hier bin ich. Canto azul sensual. Ya llegó el amor. Ay, 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 ay. Dulce es mi cantar, oh rumba azul. Ja. Warum bedeuten Sie mir so viel? Ilse und Günther küssen sich. Ist das nicht komisch? Ilse und Günther. Was spielt ihr denn? Was spielt ihr denn alle? Felice. Willst du mich sehen? Was, du? Spazieren. Aufstellung! Aufstellung, durch! Augen, geradeaus! Und dann Abmarsch! Zack, zack! Und anziehen! Wer als erster fertig ist, bekommt meine Truppfotos zu sehen! Morgen. Komm in die Küche. Echter Bohnenkaffee. Nur für uns zwei. Tja, diese Ilse. Prost, Neuer.
Weißt du, was ich nicht verstehe? Warum wir Männer so anfällig sind. Du hast eine Frau, Kinder, alles prima. Und plötzlich kommt da eine Ilse oder Käthe oder wie auch immer sie heißt, kommt und schaut dich an. Einfach nur an. Und du denkst, verdammt nochmal, lass die Finger weg, tabu. Aber die steht immer noch da. Ja, ihr Frauen kennt es nicht. Ihr braucht einen Mann, der euch leitet, einen Mann mit Verantwortung. Aber was das manchmal kostet, Lilly, davon wisst ihr nichts. Verdammt nochmal, du weißt ganz genau, dass mir das nichts bedeutet, aber ich kann nur mal schlecht Nein sagen. Aber es geht doch gar nicht um dich. Was? Nicht um mich? Du bist gar nicht eifersüchtig? Auch nicht böse? Lilly, weißt du, warum ich gestern gekommen bin? Weil ich dir zum neuen Jahr sagen wollte, dass du eine wunderbare Frau bist. Und dass ich alles tun würde, um dich nicht zu verlieren. Hier, das ist meine Truppe. Das ist komisch. Jetzt, wo mir da draußen der Dreck um die Ohren fliegt, jetzt merke ich erst, was in mir steckt. Was denn? Ich bin einer, der wiederkommt. Ich schaue mir meine Kameraden an und weiß genau, wer abtreten muss. Als ich abgefahren bin, da hat's den einen den halben Schädel weg. Da hat er mich angesehen und sagt, ach, Fuß, das alles so kurz was. Man muss sich schnell bücken, Lilly. Das ist das ganze Geheimnis. Schick die Großen aufs Land. Wer weiß, was kommt. Na, wer wird denn da weinen? Das ist doch nicht mein Großer, hm? Pass auf, wenn ich nicht da bin, wird alles auf dein Kommando, ja? Na also, komm, richtig hin. Wird schon. Hat uns zwar große und manchmal auch gefährliche Schwierigkeiten bereitet, aber wir sind damit fertig. Die Russen singen und singen die ganze Nacht. Solche in einem Umfange zu schaffen, dass sie unsere Kriegsführung in einer lebenswichtigen Funktion... Wir werden siegen, Lilly. Wenn die große Probe eines Wir Krieges siegen. darin besteht, dass sie Belastungen mit sich bringt, die nur unter Ausübung aller moralischen und materiellen Kräfte zu meistern sind, dann hat das deutsche Volk sie im vergangenen Jahr bestanden. Es wird zweifellos als das ruhmreichste dieses gewaltigen Ringens um unser Leben in die Geschichte eingehen. Gewiss schauten wir beim Abschluss der ersten Kriegsjahre auf glorreichere Siege zurück als diesmal. In diesem Jahr aber mussten wir uns bewähren. Wir hatten vor uns selbst und vor der Geschichte zu beweisen, dass wir auch die Kraft besitzen, große und größte Schwierigkeiten zu überwinden. Dass wir daran nicht scheitern, sondern unser Mut und unsere zähe Ausdauer daran nur wachsen. Und das haben wir getan. Darf ich reinkommen? Tu mir bitte nicht weh. Es ist besser, wenn ich gehe. Dann sterbe ich.
Du bist Mame. Und ich bin Jaguar. Süßes Mädchen. Ganz ruhig. Wie schön du bist. So schön. Es ist alles meine Schuld. Fühlst du dich ein bisschen sicher? Soll ich aufhören? Es ist zu viel. Zu viel. Ich kann nicht aufhören zu zittern. Ich auch nicht. Wir zittern beide. Um die Wette. Koffer Schragenheim. Ja, passen Sie doch auf. Ja, voran, muss man sicher. Nach hinten. Die Hände weg. Das kann ich allein. Schragenheim. Frank hinten rechts. Frau Felice Schragenheim war vor 3 Tagen hier, das wissen wir. Wie nennt sie sich jetzt? Ich weiß nicht. Wie sieht sie aus? Gefärbte Haare. Blond gefärbte Haare. Wo geht's da hin? Ins Nachbarhaus. Nicht da!
Ganz ruhig. Ganz ruhig. Alles gut. Komm zu mir. Komm. Meines Morgen. Du bist hier. Du bist hier. Sag's nochmal. Ich liebe dich. So, mein Bärchen, ganz ruhig. So, wir kriegen das schon hin. Und? Fertig. Schon fertig. Ach du meine Güte. Mach du mal. Einfach nur rühren, ja? Nicht zu langsam, nicht zu schnell, ich weiß. Ich bin ja so stolz, Felice. Auf was? Auf dich. Auf die Kinder. Auf mich. Ich weiß nicht, wie das kommt, Felice, aber seit du hier bist, hat plötzlich alles, was ich gelebt und gedacht habe, einen Sinn. Sag mir das bloß nicht so oft, sonst flüchte ich. Du kommst bestimmt wieder, das weiß ich. So? Warum? Weil ich dich die ganze Nacht beobachte. Immer hin und her und hin und her. Und dann nehme ich deine Hand und schon bist du ruhig. Mir wär's lieber, du schläfst. Wieso denn? Früher habe ich nicht geschlafen, weil ich allein war. Und jetzt, weil du da bist. So, mit beiden Händen. Ja. Hier schaust du durch. Mhm. Siehst du was? Ja. Und Foto. Ja, gut. Und auch abziehen. mal. Siehst du, Bernd? Ja. Und Mama? Ja. Und lächeln? Foto. Gut. Meine geliebte Felice, mein geliebtes Katzentier. Auch wenn du dich immer wieder mal verkrümelst und ich mir die schrecklichsten Gedanken mache, muss ich dir sagen, wie sehr und nochmal sehr ich dich liebe. Seit du mit deinen dicken Pfoten in unserem Haus herumtappst, ist alles nur Glück. Mein geliebtes Mädchen, mein ganzes Leben habe ich gedacht, ich sei ein falscher Mensch und zu nichts gut. Aber jetzt weiß ich, dass alles Falsche nur war, um dir zu begegnen. Ich habe gewartet und du bist gekommen. Dafür danke ich dir. Mein kluges, schwarzes Mädchen. Weißt du, wie schön du geworden bist? Wir werden noch lange, lange zusammenleben. Denn unser Glück hat ja erst begonnen. Juhu, hallo! 12 Uhr, Felice. Du sollst nicht immer an allen herumknabbern, wenn das Geburtstagskind wartet. Lilly. Lilly. Lilly? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, meine Süße. Auf die süßeste Hausfrau Berlins. Alles Liebe, Lilly. Herzlichen Glückwunsch, Lilly. Auf Lilly. Auf Lilly. Keine Angst, mein Mädchen. Ich bin bei dir. Hier gibt es keine Feinde. Nur uns.
diesem Moment. Jetzt, in diesem Moment. Ja. Lilly. Nein. Lilly. Nein. Das Oberkommando der Wehrmacht ist bekannt. In der vergangenen Nacht hat der Feind seinen seit langem vorbereiteten und von uns erwarteten Angriff auf Westeuropa begonnen. Eingeleitet durch schwere Luftangriffe auf unsere Küstenbefestigungen, setzte er an mehreren Stellen der noch französischen Küste zwischen Le Havre und Cherbourg Luftlandetruppen ab. Ich komme zu deinem Geburtstag mitten im Krieg. Was tust du mir denn da an? Vom anderen Ufer, meine Frau. Ich lieg da draußen im Dreck, der ganze Laden bricht weg. Du hast überhaupt keine Ahnung, was los ist. Du kannst mir nicht alles wie ein lippenfeises Stück Mist. Was glaubst du, wofür wir kämpfen? Woran wir denken? Ja? Ihr seid alles, was ich habe. Das kann mir niemand nehmen. Auch du nicht, Lilly. Auch du nicht. Man gewöhnt sich an alles. An den Tod, an alles. Aber das, was ich da oben in der Wohnung gesehen habe, das ist Abgrund. Geh hin. Zeig ihnen, was eine Frau ist. Und Mutter. Los, geh hin! Dann habe ich es nie gesehen. Günther, ich habe dich nie geliebt. Ist mir neu. Ich will die Scheidung. Du weißt doch gar nicht, was du sagst. Du hast doch nie gewusst, was du willst. Du hast immer nur gesucht und ich habe dich geleitet. Jetzt kannst du endlich zeigen, wer du wirklich bist. Günther, lass uns noch mal darüber reden. Ich brauche eine Frau mit Charakter. Oder einen Anwalt. Du kannst vielleicht mein Zuhause zerstören. Aber nicht meine Kinder. Ja? Ich hab's ihm gesagt, ich werde mich scheiden lassen. Was? Was hast du? Lilly, bist du verrückt? Du bist eine Frau mit 4 Kindern. Na und? Ich fühle mich wie neugeboren. Er hat gesagt, entscheide dich und das habe ich getan. Ich gehöre zu euch. Das wolltest du doch, oder? Wenn er vor Gericht geht, sind wir alle erledigt. Ich habe gedacht, du freust dich. Und was passiert mit den Kleinen? Er will alles. Die Kinder, die Wohnung, Schuldeingeständnis. Alles, aber das sagt er nur so. Bist du da sicher? Was habe ich dir gesagt? Wir müssen weg, das weißt du. Guck mal, Felice, was ich gemacht habe. Ah, wie schön, mein Kleiner. Soll ich dir auch eins machen? Oh ja, mach mal. Gut.
bereust es doch nicht. Antworte mir. Bereust du es? Was genau? Dass wir jetzt eins sind. Bist du glücklich? Sehr. Dann ist alles gut. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich lerne jetzt Schreibmaschine. Schreibmaschine, du. Für was? Für dich. Für die Kinder. Für unser Zuhause. So schön, wenn du lachst. Ich werde für ein paar Tage verschwinden. Warum? Geschäftlich. Gut. Diese Kuh. Lass sie gefälligst in Ruhe. Du hast nicht mal gefragt, ob ich lebensmüde bin. Jetzt bist du's. Wir versuchen's in der Schweiz. Alles, was du willst, aber nur mit dir. Heil Hitler. Sie sind ja jetzt öfter im Haus. Bestellen Sie Frau Wust, dass sie sich bei der Ortsgruppe melden soll. Ihre Kinder müssen weg. Sagen Sie. Haben Sie schon gehört, dass General Paulus und sein ganzer Stab zu den Russen übergelaufen ist? Sie kommen näher und näher, unter deutscher Führung. Man sollte ihnen allen eine Spritze geben. Schönen Tag noch. Achtung, Achtung. Felice. Hier ist der Befehlsstand der 1. Flakdivision Berlin. Wo bist du denn bloß? Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover-Braunschweig. Wir kommen wieder. Felice. Ja, na, also wir haben die Produktion hier unter die Erde. Ja, da kam sie zu mir und sagte, ihr Mann ist gefallen. Sie ist Sekretärin und tue alles, bloß nicht nachdenken. Meine Herren, da kommt ja die Sonne meiner Redaktion. 5-mal hat sie abgelehnt, aber wenn Siemens und die Deutsche Bank erscheinen, dann ist sie sofort dabei. Na, kommen Sie. Wir haben schon viel von Ihnen gehört, Fräulein. Glauben Sie mir. Sehr viel. Gut oder schlecht? Nur das Beste. Dann ist es wahr. Wir sprachen eben über die Berliner Frauen. Die meisten sind faul und unbrauchbar. Sie wollen den Kudamm und sonst gar nichts. Och, solange es Männer gibt, die dort auf sie warten, wird sich das nicht ändern. Was möchten Sie trinken? Kommen Sie mit. Was ist denn passiert? Ein Attentat. Der Führer ist tot. Von Schrader! Nein, wir wissen auch noch nicht mehr. Aber wir von der Nationalzeitung müssen doch wenigstens etwas erfahren können. Das erwartet das deutsche Volk von uns. Was heißt keine Verbindung? Hier ist Keller, Nationalzeitung. Aber es muss doch im ganzen Propagandaministerium einen freien Apparat geben. Nachrichtensperre. Von wem? Von wem kommt das? Von der Wehrmacht. Ausnahmezustand. Ja, ich warte. Ja. Natürlich warte ich.
Generalfeldmarschall von Witzleben hat die Führung übernommen. Staatsoberhaupt ist Generaloberst Beck. SS, SA und Gestapo sind ab sofort der Wehrmacht unterstellt. Und von Goebbels kein Ton, nichts. Deutsche Volksgenossen Genossinnen. Lilly! Male in einen Absatz auf mich Lilly! geplant und zur Ausführung gekommen ist. Wenn ich heute Ihnen spreche, dann geschieht es aus zwei Gründen. Erstens, damit Sie meine Stimme hören und wissen, dass ich selbst unverletzt und gesund bin. Zweitens, damit Sie aber auch das Nähere erfahren über ein Verbrechen, das in der deutschen Geschichte keinesgleichen sucht. Eine ganz kleine Clique ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich unvernünftiger, verbrecherisch Sommeroffiziere hat ein Komplott geschmiedet, um mich zu beseitigen und mit mir den Stab praktisch für das Wehrmachtsführung. Wo warst du denn bloß? Die Bombe, die von den Obersten Gras und Stauffenberg gelegt wurde, rentierte 2 Meter an meiner rechten Seite. Eine Reihe von mir tollen Mitarbeitern. Wer bist du denn? Felix. Was machst du denn mit mir? Denn ich darf von der ganzen Nation jetzt feierlich gestehen. Vom Rüstungsministerium, Reisevollmachten. Ihr werdet in verschiedenen Waggons fahren. Wenn es eine erwischt, haben die anderen noch eine Chance. Du bist angehende Kinderärztin. Felice, was ist mit dir? Felice. Wenn sie uns zurückschicken, ist es aus. Und hier? Die stellen ganz Berlin auf den Kopf. Durchsuchen jeden Winkel. Ich weiß. Hier seht ihr, deutsche Menschen. Reaktion und Kannst du ja mitnehmen. Arm in Arm. Stalin und Kannst du vielleicht einmal deine Schnauze halten? Arm in Arm. Führerhauptquartier. Kampf- und Schlachtflugzeuge griffen den feindlichen Übersetzverkehr über die Seine nördlich Mons mit guter Wirkung an. Mehrere Pontonbrücken und vollbeladene Fähren wurden zerstört. Im Seegebiet nördlich Le Havre versenkten Räumboote und Unterseebootsjäger 3 britische Schnellboote und beschädigten 3 weitere. Auf der Saint-Malo vorgelagerten Ile de Saint-Sabre wehrte die noch immer hartnäckig Widerstand leistende Marinebatterie den Angriff eines feindlichen Zerstörerverbandes ab. Sicherungsfahrzeuge der Kriegsmarine schossen über der französischen Atlantikküste 7 feindliche Bomber ab. Deutsche und rumänische Verbände brachten die feindlichen Angriffsschützen nach diesen Angriffen an mehreren Stellen zum Stehen. Noch in Panama zerschlugen unsere Truppen mit Artillerie und Werfer. Da bist du ja. Sie ist da.
Ist ja ganz kalt. Ich hab noch Tee. Warte. Warum warst du nicht im Keller? Ich konnte nicht. Ich war irgendwie gelähmt. Du warst was? Gelähmt? Und die Kinder? Die Kleinen sind im Keller. Und die Großen sind weg. Evakuiert. Nur ich bin hier. Ich bin immer hier. Wie geht's Ilse und Klärchen? Ich weiß nicht. Setz dich doch, Felice. Gestern hat einer im Keller gesagt, das Leben hat seine Gerechtigkeit. Erst kommen die Bomber und dann der Bohnenkaffee. Ist typisch Berlin, was? Wo warst du denn die ganzen Tage? Bei Freunden. Kenn ich sie? Nein. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ich warte jeden Tag, jede Sekunde warte ich auf dich. Ich weiß überhaupt nicht, ob du noch lebst. Aber jetzt bist du ja hier. Schau mich nicht so an. Ich habe mir 1000 Fragen gestellt. Aber jetzt habe ich verstanden. Ich habe verstanden, dass es immer etwas geben muss, was ich nicht wisse. Felice. Für wie dumm hältst du mich eigentlich? Eine kleine Trophäe hier, ein Abenteuer da. Meinst du, ich habe nicht gesehen, wie ihr mich alle angeschaut habt? Der mitleidige Blick ins Bücherregal. Ich weiß sehr wohl, wer ich bin. Und ich wäre froh, wenn ich zu dir sagen könnte, dass ich dich nicht liebe. Jetzt gehst du, ja? Einmal kurz das Unglück sehen und verschwinden, ja? Ich würde alles für dich tun, mein Mädchen, alles. Aber lachen, über mich lachen, das darfst du nicht. Ich bin so dumm, Felice. Auch mit Günther und Ernst und allen. Ich habe immer gedacht, wenn ich nur fest daran glaube und dafür kämpfe, dann wird es irgendwann wahr. So viel Mühe muss sich doch auch lohnen. Aber ich spüre ihn nicht. Wie die anderen. Jedes Mal habe ich gedacht, der schafft es. Und dann bekommt alles einen Sinn. Ich könnte ihn anschauen und könnte sagen, dafür ist die Liebe da. Aber nichts. Nichts. Und dann kamst du, Felice. Meine Antwort. Die Antwort. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Felice. Ich wollte
bin Jüdin, Lilly. Was bist du? Das Schlimmste war, als meine Mutter starb. Das ist lange her. Aber seitdem war ich nie mehr sicher. Nur bei dir. Wie kannst du mich lieben? Ich habe versucht, es nicht zu tun. Feliz? Verlass mich nicht. Sie kommt nicht. Sie kommt nicht. Pünktlich war sie ja noch nie. Aber heute wird es ja wohl sein, oder? Sie hat schon ein ganzes Schiff verpasst. Aber nicht meins. Und nicht mein Zug. Oh Gott, reist du so? Ich komme gerade aus der Redaktion. In 5 Wochen ist alles vorbei. Warum? Du Idiotin! Bring sie zum Bahnhof. Geht jetzt! Klärchen, Fritz, euer Zug. Ihr müsst los. Los, komm, geh weiter. Wir müssen kommen. Hat alles nichts genützt, Felice. Hm? Hat alles nichts genützt. Macht schnell, ihr müsst euch beeilen. Im Namen aller zuständigen Götter, Heiligen und Maskotten verpflichte ich mich zu folgenden 10 Punkten. Und hoffe, dass alle diese zuständigen Götter, Heiligen und Maskotten mir gnädig sein werden. Natürlich grenzenlos lieben. Ich werde dich grenzenlos lieben. Jüdin. Und lesbisch. Also das ist schon Felice Schragenheim, hm? Der Mann ein Nazi, die Geliebte eine Jüdin. Also das ist schon... Eine Katastrophe. Ich werde dich nie allein lassen. Ich werde dir unbedingt treu sein. Ich werde dir unbedingt treu. Wie wollt ihr euch eigentlich ernähren? Wovon wird hier gelebt?
Steno? Schreibmaschine? Steno, Schreibmaschine. Und Sie? Also eigentlich werde ich Journalistin. Und dann werde ich Fotografin, Schauspielerin und am Ende schreibe ich Bücher. Bücher? Das ist gut. Ja, wir sind viel auf einmal, nicht? Mich nicht mehr nach anderen Mädchen umsehen. Lesbisch. Ich habe gar nicht gewusst, dass es sowas überhaupt gibt. Na, komm her. Du musst weg, Felice. Auch ohne mich. Du musst weg. Ohne dich. Wie dumm du bist, mein Mädchen. Wie dumm. Wie ist die Lage in der Normandie, Fräulein Schrader? Die Amerikaner haben Rennes eingenommen. Woher wissen Sie das? Weil ich es heute Morgen gelesen habe. Nicht nur heute. Jeden Morgen, bevor wir kommen. Warum? Weil es mich interessiert. Warum? Weil ich will, dass es aufhört. Sie nicht? Was würde ich bloß ohne Sie machen, Frau Schrader? Nee, näher, Lause, nicht so zackig. Weich. Weich, so. Kotz. Ja, leicht in den Hüften, so wie Frau Jäger. Nichts zu fressen, aber Rumba, das ist eine Kultur. Gut. Noch ein paar Tage und Sie kriegen im Adler ein Sonderprogramm. Die Ballerina von Schmargendorf. Meine Damen, Frau Jäger und ich haben Sie heute eingeladen, weil, ja, wie soll ich das sagen? Als Junge wollte ich unbedingt ins kaiserliche Heer. Komm auf den Punkt, Werner. Kurzum, wir sind vielleicht ein wenig zu alt, aber in Anbetracht der militärischen Lage haben wir uns gedacht... Wo die Liebe hinfällt, soll sie gedeihen. Wir haben uns verlobt. Und nur Sie, liebe Lilly, und Sie, liebe Felice, nur Sie wissen es, sonst keiner. Sind Sie uns nicht albern? Komisch, ich weiß nicht. Nun schlafet süß. Der Himmel gebe, dass bis dahin euer Leben schließt. Die Liebe lebe. Prost. Nicht meine Beine, Felice. Nicht meine Beine. Warum denn nicht? Ich mag das nicht. Nein, Felice, Was nicht. hast du denn, meine kleine dumme Ine? Klingt doch wunderschön. Nur dein Po ist zu flach. Oh, du. Ich liebe ihn. Ich liebe
Warte. Warte. Felice! Schon gut. Ich bin soweit. Nun mal nicht so strenge, Fräulein. Locker und lächeln. Steht mir nicht. Felice, nun mach schon, lächeln. Ich kann nicht. Warum denkst du nicht einfach an meinen schönen, flachen Arsch in deiner schwarzen Unterwäsche? Gott, Lilly, ich weiß nicht, ob ich stark genug dafür bin. Wofür? Glück. Oh nein. Unser Tristan. Um 8 Uhr beginnt die Übertragung. Gibt's denn auch Apfelkuchen und englischen Tee? Tut mir leid, Medix, hab ich vergessen. Schäm dich, du Schlampe. Oh, weißt du, was der Scheidungsrichter gesagt hat? Schämen Sie sich nicht, wir haben Krieg und Sie nehmen Ihrem Mann das ganze Glück. Da habe ich aber meinen ganzen Mut zusammengenommen und gesagt, Herr Richter, das Einzige, wofür ich mich wirklich schäme, ist, dass ich ihm nie eins geben konnte. Sie sind ja völlig verdreht, schreit er mich an. Und ich? Ja, vielleicht, aber ich bin gerade dabei, mich zu bessern. Glaubst du, dass ich immer Alexander, wie du mir das gesagt hast? Ja. Glaubst du, dass jemals mein Arsch ist? Ja, ganz bestimmt. Nein, nie, das bist du gar nicht wert. Dann eben. Gewalt. Tristan. Was ist mit unserem Tristan? Zu spät. Machen Sie ruhig weiter. Noch ein Kuss. Nur einer. Der letzte. Schragenheim. Wer ist das? Doch nicht blond. Packen. Sie haben gewusst, dass sie Jüdin ist. Wie viele Kinder haben Sie? 4. Aufstehen, sag ich! Hören Sie auf! Hören Sie auf damit! Bitte. Sie haben gewusst, dass das eine Jüdin ist. Haben Sie es gewusst? Waren Sie mit ihr befreundet? Voran. Theresienstadt.
Sind die Kinder wieder zu Hause? Günther ist tot. Es tut mir leid, Lenny. Solange sie in Theresienstadt ist, kann man immer noch hoffen. Sie wird verlegt. Woher weißt du das? Weil ich dort war. Ich habe sie besucht. Du hast was. Du hast sie da besucht. Du hast sie ganz besucht. Der Hauptmann hat geschrien wie ein Tier. Aber sie hat gar nicht gewusst, dass ich da war. Sie werden sie wegschicken. Weißt du, was du da getan hast, Lenny? Weißt du das? Lenny. Wir gehören zusammen, Ilse. Mehr als ihr. Sie liebt mich. Nein. Du musst es mir jetzt sagen. Bitte. Hat sie noch mit dir geschlafen? Lilli! 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 Was ist mit deinem Bein? Zweimal gebrochen. Jetzt sind Stahlnägel drin. Aber der Doktor sagt, es wäre eine Glanzleistung. Meinst du, dass es Zufall ist? Unser Treffen? Dass wir jetzt alles normal erleben müssen? Da mach dir mal keine Sorgen. Alles, was auf uns noch zukommt, sind 2 Mahlzeiten täglich. Trägst du dieses Tuch, weil es schön ist, oder deckst du damit deinen Elefantenhals zu? Und wie ist es bei dir so gegangen? Ich habe immer nur an Sie gedacht. Wie? Kein Amour? Keine Abenteuer? Überhaupt nichts? Und du? Früher viel, dann weniger. Und jetzt noch weniger. Weißt du, ich glaube, das Schicksal hat mich betrogen. Naja, früher der Führer, jetzt das Schicksal. Hm? Immer was anderes. Möglichst was Großes. Tut mir leid, Lilli. Für den Witz bin ich zu alt. Du hast dich betrogen. Du. Und sonst keiner. Ich habe Sie so geliebt, Ilse. Ich auch. Aber nicht so. Wenn es dich glücklich macht. Bist du wirklich mit so vielen? Oh, ich habe viele gemocht. Menschen sind so verschieden, Lilli. Und wenn man Glück hat, bleibt von jedem ein bisschen was hängen. War das mehr platonisch, oder? Oh nein, ich bin sicher ein kleines Schwein. Oh. Aber das macht nichts. Du bist 50 Jahre alt.
50 Jahre. Und ein Gedanke. Ein Gesicht. Ein Name. 1 für eine Süße ist eine ganz dumme Zahl. Sie reicht nie. Das ist ein Problem. War es meine Schuld? Ilse? Ich weiß nicht, Lilly. Ich war mir immer sicher. Zu sicher. Felice ist geblieben, weil sie dich geliebt hat. Und du bist zu ihr gefahren, weil du sie geliebt hast. Mehr kann ich nicht sagen. Hallo, die Damen. Sie werden erwartet. Ja, ja, Knöllchen, du hast ja sowas von keine Ahnung. Na komm, Lilly. Eine Liebe für immer. Weißt du, was Felice gesagt hat? Die Fuß, das gierige Stück, kriegt den Kragen nicht voll. Da lässt sie mich einen Vertrag unterschreiben. Für immer, für immer. Das klingt wie ein Grabstein. Nee, das hat sie nicht. Das hat sie nicht gesagt wie ein Grabstein. Ja, hat sie. Na komm, Lilly. Kannst du es hören? Mein Herz schlägt für dich immer zu. Hier transportierst du den Film. Und hier stellst du Schein auf Luft Schimmer, denn schön brauch ich dich und sonst gar nichts mehr zu. Gott hab ihn selig. Kannst du es hören? Mein Herz schlägt für dich immer zu. Tonart geändert habe. Schätzchen, ich habe nicht mal gemerkt, dass du überhaupt eine gefunden hast. Ist das nicht furchtbar? Und immer, du mein Für immer und immer. Ein Totengesang. Ich fand's schön. Und du, Maus, da hinten? Was sagst du? Wozu? Eine ewige, einzige, ideale, große Liebe. Man kann danach suchen, finde ich. Ah, schrecklich. Eine einzige große Liebe und dann auch noch danach suchen? Furchtbar. Na, nun lass sie mal in Ruhe, ja? Das Leben ist nicht so. Es kratzt und schabt. Und irgendwann fängt man an, die Fenster zu putzen. Wird mir nicht passieren. Na, hört euch das an. Echte Romantik. Sie ist von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ja, das ist ihre Welt. Und du? Was willst du, Felice? Ich? Dich? Euch? Alle. Alles. Aber ich begnüge mich mit einem Moment. Nur einem. So vollkommen, dass er für das ganze Leben reicht. Das ist ja ganz leicht. Wo gibt's sowas? Na, jetzt zum Beispiel? Der hier? Ja, ist doch ganz gut. Jetzt. Ich will nicht für immer. Ich will jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Ich will jede Menge jetzt. Und ich will es so lange, bis ich alt und grau bin. Und außerdem will ich noch mehr Kuchen. Nochmal. Und nochmal.